Baby girl, you know what it is. Alle flexen, aber keiner macht den Scheiß so wie ich. Ain't it just the way that it goes? Alle Player, aber keiner respektiert. It's so crazy, Domingo. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Da gehen wir jetzt hoch. Really? So Senegalese people also come very often here, especially for them, huh? In Egypt, Egyptian people never go to the pyramids. They say, why? Stone. They say stone. They say, you have no idea. No. Nach circa 3 Stunden Fahrt waren wir endlich am Lions Rock angekommen. Dominde selbst war das letzte Mal hier vor 15 Jahren gewesen. Und ich war mega happy, ihm das Ganze nochmal zu ermöglichen. Der erste Eindruck von Weitem war für mich schon überwältigend. Dieser Riesenfels, der einfach aus dem Dschungel rausragte und keiner erklären konnte, wie er eigentlich dahin gekommen war. Ich bin echt froh, diesen Spot gefunden zu haben, weil viele kennen natürlich die Inka-Kulturen, die Mayas in Südamerika, Mexiko, die Pyramiden. Aber das ist so ein kleiner Hidden Secret in Sri Lanka. Es wird natürlich in den nächsten Jahren mehr besucht, aber ja, ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Da ich früh morgens schon aufgestanden war, um zum Ambulavawa-Turm zu fahren, war ich relativ geschafft. Aber jetzt war diese Anstrengung komplett verflogen. Boah, nach 3,5 Stunden Scooter fahren, haut das jetzt nochmal richtig an. Für mich war der Anblick von weitem schon beeindruckend. Doch umso mehr wir den Fels hinaufkletterten, wurde mir erst bewusst, um was es sich hier eigentlich handelt. Am Fuß des Felses waren mir schon die angelegten Gärten und Pools aufgefallen. Doch mit jedem Schritt, den wir nach oben kletterten, wurde mir diese Tempelanlage immer mehr deutlich. Der Boy schwitzt schon. Guckt euch das an. Aber bitte guckt euch mal die Aussicht an. Uff. Yeah, we drink some water. And this is the other one, huh? Natürlich waren Dominde und ich nicht die Einzigen, die sich dieses Spektakel angucken wollten. Auf halber Strecke merkte ich, dass der Fels komplett voll mit Touristen war. So, kurz vorm Aufstieg. Kleine Zwischenetappe. Ich glaube, wir sind so jetzt auf der Hälfte. Und jetzt ziehen wir durch. Dominde hat schon gesagt, wenn wir jetzt laufen, dann kein Stopp. Ja? Wir ziehen komplett durch. Es gibt keine Stopps. Cage Fight, Alter. Den ersten Teil des Aufstieges hatten wir locker bewältigt. Doch so langsam wurde es ernst. Es befanden sich so viele Leute auf dem Weg nach oben. Einige, die nach unten kamen, doch die meisten, die nach oben wollten. Wir kamen also nur schleppend voran, hatten aber dadurch die Möglichkeit, uns diesen unglaublichen Ausblick anzugucken. Ende letzten Jahres war ich noch an den Pyramiden gewesen, was für mich persönlich eines der beeindruckendsten Bauwerke unserer Welt sind. Doch irgendwas sagte mir jetzt schon, dass dieser Ort mindestens genauso beeindruckend war. Doch ich hatte noch gar keine Ahnung, was mich oben erwarten würde.
schützt vor Sturz. Good man, lifesaver. Der Ausblick war einfach unfassbar und ließ mich schon leicht den Atem stocken. An so einem besonderen Ort, so weit oben, umgeben von nichts anderem außer Dschungel. Recht geschafft. Jetzt soll mir noch einer sagen, wir sind heute so weit fortgeschritten. Wenn wir solche Tempelanlagen finden, die sich keiner erklären kann. Doch das Spektakulärste sollte noch folgen. Ich war so dermaßen überwältigt, dass ich am ganzen Körper Gänsehaut hatte. Ich konnte förmlich spüren, welche Energie dieser Ort hat und welche Bedeutung er für die damaligen Kulturen hatte, die diese Tempelanlagen errichtet hatten. So, nicht nur auf den Spuren der alten Ägypter, sondern auch auf den Spuren der Sri Lankesen. Wie ich am Fuß des Felds bemerkt hatte, waren unten mehrere Wasseranlagen angelegt, die zuerst so schienen, als hätten sie gar nichts mit der ganzen Tempelanlage zu tun. Bitte wie? Halt, how? How? Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, klar, wenn es regnet, füllt sich natürlich etwas mit Wasser, aber dass die das damals schon angelegt haben. Ich glaube, unsere Spezies heute ist eine der dümmsten im Vergleich zu den krassen Kulturen. Look, everybody standing in line. Zuerst dachte ich, dass sich die Pools oben auf dem Felsen einfach durch Regenwasser gefüllt hatten, bis Dominde mich darauf hinwies, dass an einer Stelle Wasser aus dem Fels tropfte. How smart. I mean, it's normal. When it rains, a hole will fill with water. But they also have to build it in a way. How do you cut the stone back thousands of years ago? How do you cut the stone like this? Yeah. Yeah. Wow, how? It's not 10, it's 65. But my side. Alter, da kommt Wasser raus. Könnt ihr das sehen? Da kommt an einer Stelle noch Wasser raus. Und ich habe gelernt, dass die krassesten Kulturen oder die meisten Kulturen ihre Tempelanlagen oder ihre Kultur meistens ihre Tempelanlagen auf Brunnen gebaut haben. Weil Wasser der Ursprung alles Lebens ist. Und angeblich unter den Pyramiden findet ihr auch, wenn ihr wirklich den Anfang der Pyramiden finden würdet, würdet ihr einen ganz kleinen Brunnen oder zumindest eine kleine Quelle finden, aus der Wasser entspringt. Und das war meistens der Grundstein für Kulturen, da ihre Tempel zu errichten. Keiner kann erklären, warum hier noch Wasser rauskommt. Wo kommt das Wasser her? Ich war so dermaßen baff, dass mir einfach nur die Worte fehlten. Wie in aller Welt haben die damals diese Tempelanlage hier oben errichtet? Und wie sind die überhaupt hier hochgekommen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
got some snacks? I didn't know I meet you here, brother. How shall I know? Die Eierköpfe versuchen meine Tasche zu stellen. Sneaky! Sneaky! They're not scared, huh? Yes, yes. Ich sag's euch, ich bin so mega glücklich. Einfach erfüllt durch den langen Aufwand, hierher zu kommen. Der Aufstieg. Und das Gefühl, dann oben zu sein, ist einfach der Wahnsinn. Unbeschreiblich. Alleine dieser Ort, Alter, das ist zu krass. Alle gefragt, wie die Hunde hier hochgekommen sind. Die sind doch niemals diese steile Treppe hochgelaufen. Das heißt, die leben hier. Wir sind hier, keine Ahnung, ich werde es noch googeln müssen. Aber wir sind hier auf jeden Fall ein paar hundert Meter weit oben. Wahnsinn. Das ist ein Platz zum Spielen, ne? What is this? Some politician. Also Leute, wir sind gerade vom Sigiri Rock zurückgekommen und eigentlich sind die Straßen komplett leer, deshalb habe ich mich mega gefreut. Wir konnten mega Gas geben. Sind jetzt gute 2 Stunden gefahren und mein Gefühl hat mir gesagt, es dürfte eigentlich nicht mehr weit sein, weil ich echt Stoff gegeben habe. Mein Gefühl, halbe Stunde noch, aber die Straßen kamen mir nicht bekannt vor. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Dominde den Weg kennt. Jetzt haben wir kurz eine kleine Pause eingelegt. Ich mache das Navigationssystem an, um zu sehen, wie lange ich denn noch vor mir habe. Und ich sehe einfach, wir sind komplett in die falsche Richtung gefahren. 2 Stunden. Wir sind jetzt oben im Norden an der Küste in Trincomalee. Und ich habe nicht die Energie jetzt nochmal. Jetzt von hier wären es nochmal 2 Stunden zurück zum Sigiri Rock und von da nochmal 3 Stunden. Das heißt, es wären jetzt 5 Stunden Fahrt. Mein Rücken tut weh, mir tut alles weh. Wir fahren jetzt hoch an die Küste nach Trincomalee, suchen uns ein kleines Hotel, pennen da und morgen früh fahren wir zurück. Es geht nicht anders. Was ein Abend. Glaubt das denn jemand? Dominde. Der Man, ich schwöre, das ist der Man. Ah, okay. So, kurzerhand im Hotel eingecheckt, Hauptsache ein Bett, Hauptsache eine Dusche. Ich bin fertig. Der Abend ist noch nicht ganz zu Ende. Wir gehen noch was essen. Ich glaube das noch gar nicht. Ich bin jetzt einfach hier im nordöstlichen Teil Sri Lankas, an der Küste. Ich kann das Meer riechen. Eigentlich ein relativ schönes Hotel mit Pool, aber wir werden hier echt nur 5 Stunden bleiben. Mal gucken, ob das Restaurant noch offen ist und ob es noch was zu essen gibt. Of you, Dominde. What happened today? How did we end up here in Trincomalee? Can you tell me? Well, at least we have a nice beer. I agree with me. Huh? I agree with me. You? You take full responsibility? But nobody has to know until this documentary comes out. Cheers, my dear. Mein erstes Bierchen hier. Prösterchen. Ja. Wow. Ich habe Dominde versprochen, dass ich es keinem seiner Freunde erzähle, aber er hat gesagt, das kann ich nicht bringen, Alter. Ich wohne hier, ich lebe hier und habe mich einfach in die falsche Richtung geleitet. Ich habe es ihm versprochen, aber spätestens in der Doku kommt es eh raus. Oh, Stuti. Endlich essen, Alter. Das letzte, was ich heute gegessen habe, war ein Croissant heute Morgen. So, Dominde fängt aber jetzt an, seinen Freunden die Geschichte zu erzählen. Er kann gar nicht anders. Thank you, sir. Essen.
Dominde selbst war die ganze Aktion natürlich total unangenehm, da er uns eigentlich zurück nach Candy führen sollte und ich dementsprechend mein Navigationsgerät gar nicht erst angeschaltet hatte. Ich hatte ihn inzwischen aber schon so in mein Herz geschlossen, dass ich die ganze Aktion eher amüsant fand und mich eigentlich gar nicht aufregen konnte. Schlafensgehzeit, Alter. Vielleicht morgen früh nochmal hier in den Pool springen, aber ich glaube kaum. Dominde parkt nochmal den Roller um. Naja, das ist unsere kleine Bleibe für die Nacht. Und ich glaube tatsächlich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass Dominde noch nie in so einem Hotel geschlafen hat. Ich glaube, der ist gerade nochmal rausgegangen und hat ein Foto vom Pool gemacht. Und wie krass mich das freut. Für mich ist es einfach nur eine kleine Bleibe und ist jetzt auch nicht so, dass ich mir sonst krasse Sachen gönne oder so, aber für mich ist es eigentlich ziemlich normal und daran sieht man einfach mal, in welchen unterschiedlichen Welten man lebt. Ich glaube, für ihn ist es was so Besonderes. Wobei er uns auch hierher geführt hat. So, Navigation von wegen. In Zukunft verlasse ich mich nur noch auf meinen Instinkt. Aber ja, ich hoffe, er genießt es. Ich hoffe, er kann damit was anfangen.